Leerer Akku beim Hyundai Kona. Jetzt gibt es eine Lösung. Hyundai hat ein Update veröffentlicht, das angeblich eine Verbesserung bringen soll, was diese ganze Problematik mit leerer 12-Volt-Batterie angeht. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr an dieses Update rankommt und wie es euch helfen kann. Los geht's! Ja, und zwar gibt es jetzt schon die ersten vermehrten Berichte bei den neueren Hyundais, also dem Hyundai Kona, wie ich ihn jetzt fahre, aber auch dem EV6 oder dem also Kia oder dem Ioniq 5 von Hyundai. Und zwar gibt es dort wohl ein Problem, dass die 12-Volt-Batterie sich entlädt, wenn der Wagen steht, obwohl der Hochvolt-Akku eigentlich gut geladen wäre. Und zwar ist es hier nämlich wie beim Verbrenner auch. Es gibt also eine ganz normale 12-Volt-Batterie. Das ist wohl auch bei Hyundai eine relativ schlechte, simple Batterie. Und diese Batterie wird, wie beim Verbrenner auch, von der Maschine, also in dem Fall jetzt dem Hochvolt-Akku, während der Fahrt geladen. Problem ist, wenn die Karre aus ist, wird dieser Akku, dieser 12-Volt-Akku nicht mehr geladen. Da gibt es also auch nochmal ein kleines eigenes Batteriemanagementsystem für den 12-Volt-Akku, was aufpassen soll, dass der 12-Volt-Akku sich nicht entlädt und während der Fahrt regelmäßig den 12-Volt-Akku wieder nachlädt. Problem ist, wenn man das Auto abstellt, verbraucht es immer noch Strom. Zum Beispiel das Bluelink-Modem verbraucht die ganze Zeit kontinuierlich Strom. Aber es gibt eben auch andere Elemente im Wagen, die kontinuierlich Strom brauchen. Zum Beispiel, wenn ihr den Wagen aufsperrt, alle Schlösser, wenn ihr hinten die Motorklappe aufmacht, dass hinten eben der Motorraum aufgeht, wenn ihr die Sitze verstellt, all sowas geht nur über die 12-Volt-Batterie, weil der Hochvolt-Akku eben noch aus ist. Der Hochvolt-Akku wird erst gestartet, wenn ihr wirklich vorne die Engine startet. Das heißt, all sowas zieht an der 12-Volt-Batterie. Der Wagen sollte jetzt eigentlich so schlau sein und automatisch die 12-Volt-Batterie nachladen. Das scheint eben nicht immer zuverlässig zu funktionieren, sodass es eben bei einigen YouTubern, die jetzt auch schon berichtet haben, immer wieder zu Problemen kommt, dass sie morgens plötzlich vor einem leeren Auto stehen und den Wagen nicht aufsperren können, weil die blöde 12-Volt-Batterie nicht geladen ist. Ja, jetzt hat Hyundai ein Update veröffentlicht. Das Wissenswerte dabei ist, dieses Update wird euch nicht im Entertainment-System angekündigt. Dieses Update könnt ihr auch nicht über die Bluelink-App sehen, sondern dieses Update nennt sich Service-Aktion. Ihr könnt dieses Update nur beim Händler installieren. Aber die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht zum Händler fahren, um es zu prüfen, ob ihr dieses Update installieren braucht, sondern ihr könnt es selber zu Hause auf eurem eigenen PC prüfen. Und zwar gibt es eine Webseite von Hyundai, die verlinke ich euch hier unten in den Kommentaren, beziehungsweise in der Beschreibung von dem Video. Auf dieser Webseite könnt ihr eure Fahrgestellnummer eintragen und prüfen, ob hier eine sogenannte Serviceaktion vorliegt für euch. Es gibt also hier zwei Bereiche, einmal Rückrufe und Serviceaktionen. Dieses Update wäre jetzt also eine Serviceaktion. Normalerweise würde es erst installiert werden, wenn ihr das nächste Mal mit dem Wagen in der Werkstatt seid. Da bei einem Neuwagen die ersten 2 Jahre auch keine Inspektion anfällt, wärt ihr also die ersten 2 Jahre ja sowieso nicht in der Werkstatt. Das ist also relativ spät, gerade für so ein wichtiges Update. Von daher empfehle ich euch, geht auf die Webseite, tragt die Fahrgestellnummer ein, prüft, ob eine Serviceaktion vorliegt für euch. Wenn ja, geht in die Werkstatt. Genau das habe ich auch gemacht und jetzt zeige ich euch wie. Und zwar gibt es auf der Hyundai-Webseite die Rückrufe und Serviceaktion, Link ist unten. Dort einmal die Fahrgestellnummer von eurem Fahrzeug eintragen und schon seht ihr, wie jetzt bei mir im Fall, ob es ein Update gibt. Hier sehen wir also, es gibt ein Update für die verbesserte 12-Volt-Regellogik. Ich habe also einfach bei Hyundai angerufen, einen Termin ausgemacht, gesagt, es gibt eine Serviceaktion, die haben es bestätigt und Termin vereinbart. So, ich bin jetzt gerade bei Hyundai in der Werkstatt
Der Wagen ist jetzt gerade abgegeben und das Update wird installiert. Mir wurde gesagt, es wird maximal eine Stunde dauern. Hat man jetzt schon ein paar Mal durchgeführt. Ich melde mich, sobald es installiert ist. Es hat tatsächlich nur knapp 40 Minuten gebraucht von der Abgabe bis zur Rückgabe meines Schlüssels. Also überhaupt kein Problem. Ich habe gerade nochmal nachgefragt, was genau dieses Update bringen soll. Ganz genau könnte man es mir nicht sagen. Also man hat mir auch nochmal erzählt, das ist ein Update für die 12 Volt Ladeelektronik und damit soll vor allem das Problem gelöst werden, dass die 12 Volt Batterie sich vorschnell leert. So, ich befinde mich jetzt auf der Fahrt. Das ist jetzt die erste Fahrt seit der Installation des Updates. Erstmal merkt man nichts, also es kommt kein Hinweis oder Begrüßungsbildschirm oder sowas. Allerdings, was mir jetzt auffällt, wenn ich jetzt auf Energieverbrauch gehe, wird mir kein Energieverbrauch des Autos mehr angezeigt. Also dort, wo ich normalerweise den Balken sehe, wie sich das Ganze aufteilt, wie viel Energie braucht das Auto, wie viel Prozent braucht die Klimaanlage, erscheint momentan einfach gar nichts. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob sich das noch mit der Zeit einrenkt. Momentan funktioniert diese Funktion einfach gar nicht. So, ich bin jetzt mal stehen geblieben und habe das System einfach mal komplett abgeschaltet. Jetzt starten wir die Hochvolt-Batterie mal wieder. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es sich jetzt wieder einrenkt. Ja. Energieverbrauch funktioniert wieder. Also, das braucht scheinbar einfach nur nochmal einen Boot-Cycle. Vielleicht einfach, weil jetzt die Berechnung nochmal neu gestartet wird. Vielleicht gab es auch einen Bug. Ich hatte auch das Gefühl, ohne es jetzt fundiert belegen zu können, dass die Verbrauchsdaten der Klimaanlage viel zu hoch angegeben wurden. Also normalerweise hatte ich hier immer so 25-30%, wobei selbst der aktuelle Verbrauch überhaupt nicht dazu gepasst hat. Also während des Fahrens konnte ich hier 40 Kilowatt Verbrauch haben, während die Klimaanlage 1 Kilowatt gezogen hat und trotzdem wurden mir 25% angezeigt. Ich hatte das Gefühl, dass da also auch irgendwie ein Fehler in der Berechnung war, was die Prozentzahlen angeht. Vielleicht wurde das in diesem Zuge auch mit dem Update behoben, sodass jetzt hier einfach nochmal die Daten neu erhoben werden. Mal sehen. Ich werde berichten. Ich bin auf jeden Fall neugierig und gebe nach der Fahrt nochmal einen Zwischenstand. So, jetzt bin ich eine Weile gefahren, aber für mich haut trotzdem die Statistik immer noch nicht hin. Meiner Meinung nach ist das immer noch der gleiche Bug wie vorher. Also wenn man das jetzt mal sieht, die Maschine zieht jetzt gerade 40, 50 Kilowatt kontinuierlich, während die Klimaanlage 0,1, 0,2 Kilowatt zieht. Und trotzdem soll angeblich die Klimaanlage über 20% ausmachen. Glaube ich nicht. Sehe ich nicht, wie das zusammenpassen soll. Also meiner Meinung nach ist das buggy. Das hat sich offensichtlich nicht durch das Update geändert. War ja auch aber andersrum nicht versprochen worden. Es soll ja angeblich ein reines Update gewesen sein für die 12 Volt Laderegelung. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen, das Video. Berichtet gerne mal, wie es bei euch ausgegangen ist. Abschließend kann ich euch nur noch wärmstens einen Tipp geben. Und zwar einfach um zu vermeiden, dass ihr doch nochmal in die Bredouille kommt, dass ihr einen leeren Akku habt. Packt euch einfach vorne in den Frunk eine Starthilfe. Da gibt es diese kleinen mobilen Powerbanks. Hier in meinem Fall ist es jetzt hier Kraftpaket. Hatte ich noch von meinem alten Diesel. Da gibt es aber auch 1000 andere. Die ist auf jeden Fall, was man so liest, relativ gut. Aber packt sie euch auf jeden Fall vorne in den Frunk. Warum ausgerechnet vorne in den Frunk? Ganz einfach. Wenn ihr eine leere 12 Volt Batterie irgendwann habt, müsst ihr mit der Notentriegelung vorne in die Fahrerkabine klettern. Wenn ihr jetzt diese Starthilfe hinten im Kofferraum habt, müsstet ihr also vorne komplett durchklettern bis in den Kofferraum. Dann habt ihr vielleicht hinten im Kofferraum gerade euren gesamten Baumarkteinkauf.
und dann kommt ihr an diese Starthilfe nicht so schnell ran. Deswegen packt euch vorne in den Frunk, weil da kommt man halt relativ schnell auch ohne Technik noch ran, um im Notfall eben den Wagen doch noch starten zu können. Ich hoffe, es ist nicht notwendig. Kauft euch jetzt auf keinen Fall erstmal diese Starthilfe, denn meiner Meinung nach hat sich dieses ganze Problem hoffentlich jetzt mit dem Update behoben. Die Zeit wird es zeigen. Von daher, bitte tut mir den Gefallen, berichtet. Seid ihr betroffen gewesen? Habt ihr das Update installiert? Und hattet ihr jetzt noch Probleme damit? Ja oder nein? Würde mich brennend interessieren. Und wenn es euch geholfen hat, seid doch so nett, lasst mir ein Abo da. Das hilft mir. Und ja, eine Hand wäscht die andere. Ciao, bis bald.